St. Vincent, der kleine Karibikstaat, der startet ja möglicherweise 2026 ein neues CBI, also Zweitpassprogramm. Aber hier im Video ein paar schockierende Fakten generell zu Karibikpässen, warum wir sie eigentlich kaum noch empfehlen, sondern andere Alternativen. Seit August 2025, da verweigert Norwegen ja systematisch Karibik-Passinhabern die Einreise. Hast du das gewusst? Trotz formaler Visafreiheit. Und die EU-Kommission, die hat ja erklärt, dass die bloße Existenz eines CBI-Programms, also Passport durch Investment, dass das ausreicht, um die Visafreiheit zu suspendieren. Also wenn du dachtest, 200.000 Euro für einen St. Vincent-Pass auszugeben, solltest du die nächsten 12 Minuten aufmerksam zuhören. Ich bin Daniel von Perspektive Ausland und in diesem Video, da zeige ich dir die aus meiner Sicht dramatische Verschlechterung der Situation für Karibik-Passinhaber, Karibik-Passantragsteller und warum das neue St. Vincent-Programm aus meiner Sicht in dieselbe Falle laufen könnte wie die anderen Programme oder doch noch die Kurve bekommt, aber dann eigentlich keine echte Plan-B-Alternative für mehr Freiheit mehr wäre. Ja, und wir werden sehen, welche Alternativen tatsächlich noch funktionieren, wenn du einen Zweitpass gerne beantragen möchtest oder einen Drittpass beantragen möchtest für dein Plan B-Konzept für mehr Freiheit. All das basierend auf der aktuellen Recherche. Wir haben jetzt Februar 2026. Aber zuerst, was genau passiert eigentlich in Norwegen? Seit August 2025, da verweigert Norwegen systematisch eben Inhabern karibischer CBI-Pässe die Einreise, obwohl die Länder ja offiziell weiterhin visafrei für den Schengen-Raum registriert sind. Also du kennst das ja vielleicht, wenn du reist, also in den Schengen-Raum einreist oder in andere Länder einreist, dass du dann zwischen der eigentlichen Passkontrolle und dem Aussteigen aus dem Flugzeug manchmal plötzlich nochmal auf so eine andere Passkontrolle triffst. Das heißt, da stehen dann plötzlich so quer über den Gang eine Reihe von Polizisten. Ich hatte es jetzt vor kurzem erst auch wieder in Belgrad erlebt und da stehen so 3, 4 Polizisten über den Gang und die lassen sich dann dort schon mal von jedem den Pass zeigen. Und genau das passiert eben systematisch auch in Norwegen immer häufiger. Und betroffen sind eben von dieser Kontrolle, also dass jetzt wirklich Probleme auftreten für Karibik-Passinhaber, eigentlich alle 5 CBI-Länder, also Antigua, Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts und Nevis und auch St. Lucia. Und St. Vincent wird mit großer Wahrscheinlichkeit, falls das Programm überhaupt umgesetzt wird, dann auch dazugehören. Also die Orte der Zurückweisung, die mittlerweile bekannt sind, eben der Flughafen Oslo oder auch der Flughafen in Bergen. Und Norwegen beruft sich auf die Sektion 17a des norwegischen Einwanderungsgesetzes. Und da steht halt so sinngemäß drin, bestimmte Reisedokumente können als nicht gültig eingestuft werden, auch wenn sie formal visafrei sind. Also nicht gültig für die Einreise sozusagen. Und das ist ja schon eine Diskrepanz, weil die offizielle Position der UDI, also des norwegischen Direktorats für Immigration, da wird offiziell gesagt, Visafreiheit gilt für alle Karibikstaaten. Aber die Praxis an der Grenze, die ist eben anders. Man nennt das den sogenannten Quiet Ban. Das heißt, es gibt keine offizielle Ankündigung, keine offizielle Regel, aber es gibt eben eine faktische Umsetzung. Was passiert dann? Das könnte dir passieren, wenn du so einen Karibikpass hast. Momentan nur in Norwegen, aber wer weiß, auch in anderen, also andere EU-Länder könnten, oder Schengen-Raumländer meine ich natürlich, könnten folgen. Und da werden dann solche Fragen gestellt wie, man hat also Pass in der Hand, wie haben Sie diese Staatsbürgerschaft erworben? Wird konkret gefragt, haben Sie diesen Pass durch eine Investition erhalten? Wo leben Sie tatsächlich? Und so weiter und so fort. Oder welche anderen Staatsbürgerschaften haben Sie noch? Und die Fragen, die zielen also dann ganz gezielt darauf ab, CBI-Passinhaber, also jemand, der den Pass hat durch Investment, nicht weil er da geboren hat oder lange gelebt hat, eben zu identifizieren und von echten Bürgern dieser Karibikstaaten zu. Und die praktische Konsequenz ist in Norwegen jetzt eben, und wer weiß, welche anderen Länder im Schengen-Raum da noch folgen, sind eben gestrandete Passagiere, Rückflugkosten dann auf deine eigenen Kosten und natürlich auch ein Reputationsschaden. Also stell dir vor, du bist jetzt mit einem Geschäftspartner zusammen unterwegs, hast den anderen Hauptpass vergessen und musst wieder zurückreisen. Also das ist schon ganz schön kritisch, was da passieren kann. Und wie gesagt, aus unserer Sicht eben erst der Anfang, weil von Seiten der USA und von Seiten der EU mächtig Druck gemacht wird auf die
Karibikstaaten, weil sie eben diese Passprogramme haben. Wenn du dich mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaften, Golden Visa, Bankkonten im Ausland beschäftigst und ja, den passenden Plan B für dich suchst, hier noch eine Information in eigener Sache. Also besonders eben dann, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, aber irgendwie festhängst, viele Videos gesehen hast, Informationen im Internet gelesen, dich vielleicht stundenlang mit ChatGPT unterhalten hast, aber immer noch so nicht richtig weißt, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt eine ID-Card, eine Residence-Card, Golden Visa, mache ich ein zweites Passprogramm und welches Land wäre dann das richtig? Wie benutze ich eigentlich dann den zweiten Pass, wenn ich ihn habe? Also da gibt's Fragen über Fragen. Also wenn dir das auch so geht, dann lade ich dich einfach ein, besuch doch einen unserer Workshops oder eine unserer Plan B-Reisen. Wir sind ja regelmäßig in Georgien, Serbien, Sansibar, Zürich, Irland, jetzt Sebastian war vor kurzem in den Philippinen, demnächst auch wieder in Texas. Bei solchen Workshops, da kannst du teilweise schon ja direkt erste Schritte umsetzen für deinen Plan B. Also viele unserer Teilnehmer gründen dann am Ort Firmen, eröffnen Bankkonten oder schauen sich Immobilien an, vielleicht, die sie investieren können oder die sie mieten können und künftig in ihrem Plan B da wohnen. Also das ist eine tolle Möglichkeit, selbst wenn das Land momentan für dich vielleicht uninteressant ist. Also du profitierst ja auch davon, dass du mal mit Gleichgesinnten ein oder mehrere Tage zusammen bist, ihren Erfahrungen zuhören kannst. Und es gibt auch das ein oder andere gratis Beratungsgespräch ja sowieso dann am Rande dieser Events. Dreimal im Jahr sind wir übrigens in Sansibar, aus meiner Sicht einer der interessantesten Orte für 'n Plan B, und auch die meisten unserer Mandanten werden künftig sich eigentlich dann dort wieder treffen, weil sehr, sehr viele Sansibar/Tansania war ja auch in der letzten C-Krise einer der freiesten Orte mit weltweit. Also viele haben sich für diesen Ort entschieden und den in ihren Plan B mit integriert. Also wie auch immer, selbst wenn das für dich weniger interessant ist, das ein oder andere Plan B Land, aber komm doch mal mit. Triff dich mit Gleichgesinnten, hör zu, wie andere ihren Plan B umgesetzt haben, vielleicht auch schon wieder was geändert haben, weil sie gemerkt haben, es funktioniert nicht so richtig. Ich würde mich jedenfalls freuen, dich dort auch mal persönlich kennenzulernen. Und na, wenn du nicht so lange warten kannst, bis die nächste Plan B-Reise stattfindet oder der nächste Workshop stattfindet, bleibt natürlich immer noch die Möglichkeit, auch ein persönliches Beratungsgespräch zu buchen. Eine andere Variante, Link blenden wir noch ein, sind natürlich auch ein paar E-Books, die du dir vorher noch durchlesen kannst. Es ist eine gute Vorbereitung, zum Beispiel die 5 W-Fragen, die helfen, den Plan B für sich selber so ein bisschen einzukreisen, vorzubereiten oder sich auf ein Beratungsgespräch vorzubereiten. Oder auch die mal 'n Vergleich für Nicht-EU, aber Europa-Residenzen sowie auch aus meiner Sicht die besten 3 Plan B Zweitpässe. Also das sind so 3 E-Books, blenden wir hier ein. Kannst du dir gerne anfordern und runterladen. Jetzt aber zur EU-Bombe aus meiner Sicht. Also die Europäische Kommission, die veröffentlichte im Dezember 2025 ihren sogenannten 8. Jahresbericht zum Visa-Suspendierungsmechanismus. Und der Bericht markiert aus meiner Sicht einen fundamentalen Politikwechsel. Die zentrale Aussage: Die bloße Existenz eines CBI-Programms kann an sich die Suspendierung der Visafreiheit rechtfertigen. Also nochmal, ein Staat hat überlegt oder hat umgesetzt ein Programm, bei dem man durch Investment, Immobilienkauf, durch eine Spende die Staatsbürgerschaft erhalten kann. Und die EU sagt, nur einfach, dass ein Staat dieses Programm hat, kann ein Grund sein, dass wir den Schengen-Zugang streichen. Das steht da drin. Das ist natürlich ein radikaler Kurswechsel, weil früher, da kritisiert jetzt die EU eigentlich nur spezifische Programmelemente, also zum Beispiel, wie die Überprüfung der Antragsteller durchgeführt wird oder wie leicht das Programm zugänglich ist, wie hoch zum Beispiel der Betrag ist, den man investieren muss. Ne? Also einzelne Teile kritisiert, aber jetzt wird das gesamte Konzept an sich als ein Risikoproblem definiert. Und deswegen, aus meiner Sicht, sind Pässe, die Schengen-Zugang haben, nicht unbedingt die idealen Pässe für deinen Freiheitsplan, für deinen Plan B, weil sie stehen unter Druck, sie stehen unter Beobachtung. Und ich werde nachher noch ein bisschen mehr im Detail erklären, warum aus meiner Sicht sowieso die Karibikpässe, wenn du Freiheit willst, wenn du vielleicht auch Privatsphäre willst,
eigentlich schon lange nicht mehr das ideale Instrument sein können. Was ganz anderes, wenn du zum Beispiel ein Segler bist und gerne in der Karibik rumsegelst, dann aus meiner Sicht ein Must-have, einen der Karibikpässe, ne? Gibt's gar keine Frage. Oder es gibt noch ein, 2 andere Gründe, weshalb Karibikpässe sehr, sehr interessant sein könnten, aber eben nicht, wenn du Freiheit und Privatsphäre umsetzen willst. Das werde ich nachher noch ein bisschen weiter im Detail erklären. Alle 5 Karibikstaaten, die ein CBI-Programm, also Citizenship by Investment, anbieten, die werden jetzt namentlich in dem EU-Bericht genannt. Es wird unter anderem kritisiert beispielsweise, dass sie eine konstant niedrige Ablehnungsrate haben. Also die Ablehnungsrate jetzt der Antragsteller, die ist unter 1% bei den meisten Programmen. Das wird da kritisiert. Aus meiner Sicht eigentlich völlig irrelevant, weil wir nehmen ja jetzt auch immer noch jeden Monat Anträge entgegen für die Karibikpässe und wir qualifizieren das ja vor. Das heißt, wir leiten ja jetzt schon überhaupt niemand weiter, von dem wir wissen, dass er wahrscheinlich abgelehnt wird. Also deswegen aus meiner Sicht ist das Unsinn, dass der EU-Kommission sagt, das wäre ein Kritikpunkt, weil ja die Partner der Karibikprogramme bereits sehr gut ausfiltern und es kommt dann gar nicht erst zur Antragstellung bei jemandem, der nicht geeignet ist. Also einfach mal zum Beispiel zu sagen, Bürger aus Russland oder Iran oder Nordkorea, die würden definitiv zur Ablehnung führen und die würde man natürlich gar nicht erst in eins dieser Passprogramme vermitteln, als Beispiel. Dann wird kritisiert, dass ja über 100.000 Pässe ausgestellt wurden seit 2014 und es generell der Link zum Land fehlt. Also fast alle der Leute, die da sozusagen einen Pass bekommen haben, der Karibikstaaten, hätten, so steht es da im Bericht der EU-Kommission, zwar die Staatsbürgerschaft, überhaupt keine Verbindung zum Land, also besitzen da nichts, waren vielleicht noch nie im Land, interessieren sich überhaupt nicht für diese Karibikstaaten, haben vielleicht auch nicht mal vor, in den nächsten Jahren die Karibikstaaten zu besuchen, keine Verwandte in dem Land, das was man da alles so haben könnte, um halt einen Link zum Land zu haben. Und das wird generell bemängelt. Also man findet es generell schlecht, wenn jemand einen Pass hat, obwohl er das Land nicht mag und keine Bindung zum Land hat. Und natürlich die aus Sicht der EU-Kommission völlig unzureichenden Sicherheitsüberprüfung. Also all das wird da genannt und die EU-Anforderung ist eben als Zwischenschritt, der wurde ja schon umgesetzt von den Karibikstaaten, viel verschärftere Sicherheitsüberprüfung. Das ist umgesetzt, deswegen wartest du zurzeit auf den einen oder anderen Pass bis zu 2 Jahre. Wenn es ganz, ganz schnell geht, also es wird behauptet 6 Monate, aber ich kenne aktuell keinen unserer Mandanten, der den Pass in 6 Monaten bekommen hat, auch wenn von ein, 2 Ländern gesagt wird, wir schaffen das in 6 Monaten. Also in der Regel dauert es 1 Jahr oder länger. Und naja, man erwartet eigentlich von Seiten der EU, dass wenn die Karibikstaaten ihren Schengen-Zugang behalten wollen, dass die Programme vollständig eingestellt werden. Das ist genau das, was man bei der EU erwartet. Die EU will keine Refirmchen. Sie will eigentlich die komplette Abschaffung der CBI-Programme von Ländern, die den Schengen-Zugang behalten wollen. Deswegen, wie gesagt, wurde eine Verordnung vom EU-Parlament im Oktober 2025 verabschiedet, nämlich der sogenannte neue Visa-Suspendierungsmechanismus. Und da steht also drin, als einer der Suspendierungsgründe für den Schengen-Zugang Golden Passports, CBI-Programme. Man sieht eine Hybridbedrohung und Sicherheitsrisiken, mangelnde Kooperation bei der Rückführung übrigens wird noch mit erwähnt. Das ist eigentlich auch bei der USA ein Grund. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass ja die USA auch die Karibikstaaten geblacklistet hat. Also jetzt nicht alle, aber einige. Und für die, die noch nicht geblacklistet sind, ist es auch möglicherweise eine Frage der Zeit, dass sie auch mit geblacklistet werden. Das heißt, man kann, wenn man aus diesem Land kommt, kein Touristenvisa mehr für die USA oder Businessvisa beantragen. Das ist unmöglich. Und da werden 2 Gründe angeführt, übrigens auch von der USA jetzt in dem Fall. Das eine ist, wie gesagt, dass sehr, sehr viele Menschen den Pass bekommen haben, die, für die USA eigentlich persona non grata sind, die eigentlich über ihren Originalpass keinen Zugang zu den USA bekommen würden und sich den jetzt nicht über den Zweitpass erschleichen sollen. Das ist auch das, was die EU ja kritisiert bei den Karibikstaaten generell. Und ein anderer Grund ist, dass die Leute aus den Karibikstaaten, also die originär dort Geborenen, die mit ihrem Pass in die USA einreisen,
dass die dann irgendwie in den USA verschwinden, dort schwarz arbeiten, schwarz leben und nicht wieder zurückreisen. Das ist auch der gleiche Grund, weshalb Sierra Leone beispielsweise, ein Pass, den wir ja sehr empfehlen, auch zurzeit temporär geblacklistet ist, weil Bürger von Sierra Leone eben auch in die USA reisen, Visum beantragen, sagen, sie besuchen die Familie und dann kommen sie nicht mehr zurück, verschwinden einfach, nehmen irgendwo einen also nehmen irgendwo einen auf dem Schwarzmarkt, also im Prinzip Arbeitsstelle an, illegal. Das Zweite ist, und das betrifft die Karibikstaaten genau wie andere Länder, einschließlich auch Sierra Leone, dass die Regierungen dann nicht besonders kooperativ sind, wenn die USA diese Menschen wieder zurückführen will, ne? Zum Beispiel Ersatzreisepapiere ausstellen und so weiter und so fort. Da sehe ich jetzt persönlich das Risiko, dass die Karibik auf der Blacklist bleibt oder weitere Länder dazukommen, viel höher. Und im Gegensatz dazu, bei Sierra Leone ist es eine Unterschrift, eine kurze diplomatische Verhandlung, da sind sie von der Blacklist runter. Auf der anderen Seite sollte dich das jetzt auch nicht unnötig beunruhigen. Also auch wenn du jetzt einen Pass hast zum Beispiel von einem Karibikland, weil, da können wir ja auch mal die Quelle einblenden, solange du noch einen deutschen Pass hast, dich das eben nicht betrifft. Ne? Also einen deutschen Pass, einen anderen EU-Pass, einen USA-Pass, Kanada-Pass, Schweizer Pass, was auch immer, weil für die USA immer der höherwertigere Pass gilt. Und wenn du einen Zweitpass hast von einem geblacklisteten Land, das keine Auswirkung hat auf deine Einreisefähigkeit. Du würdest ja sowieso das ESTA-Verfahren benutzen, wenn du jetzt in die USA einreist. Also man wäre ja blöd, wenn man mit dem Karibikpass ein Visum beantragt für die USA, wo man so einfach mit dem deutschen oder anderen EU-Pass zum Beispiel einreisen kann. Ist das jetzt für mich weder ein Negativargument eigentlich, das Blacklisting der USA aktuell für die Karibikländer noch für Sierra Leone oder andere Länder, die da geblacklistet sind. Das sollte dich nicht beunruhigen. Es ist generell so ein Denkfehler eigentlich hier bei vielen, die so einen Zweitpass wollen, dass sie sagen, ich brauche einen Zweitpass, der mich in ganz, ganz viele Länder bringt. Man benutzt den Zweitpass in der Regel eben nicht zum Reisen, sondern zum Langzeitaufenthalt. Aber da müssen wir vielleicht nochmal ein extra Video dazu machen, weil das ist ein völliger Denkfehler. Den Zweitpass auszusuchen nach der Anzahl der Länder, die man damit bereisen kann, der völlig falsche Ansatz. Gerne dazu nochmal in einem anderen Video, das wir vielleicht nächste Woche nochmal aufnehmen. Es gibt andere Gründe, sich gegen einen Karibikpass zu entscheiden, aber das Blacklisting der USA ist es nicht. Eher, wie gesagt, dieser Fokus, diese Akribie, diese Energie, mit der die Europäische Union momentan auf die Karibikpässe schaut. Das ist also eine Sache, die sollte uns zu bedenken geben, weil es eben deine Privatsphäre betrifft. Da werde ich gleich noch was dazu sagen, weil nämlich die EU die Karibikstaaten zur Offenlegung aller deiner Daten zwingt oder zwingen wird, dabei ist, es umzusetzen. Wie gesagt, die Karibikstaaten haben schon ganz schön Angst vor dem, was die EU da machen kann, weil es gibt ja den Präzedenzfall Vanuatu im Dezember 2024, da hat ja der EU-Rat Vanuatu die Visafreiheit entzogen, aufgrund von Sicherheits- und Migrationsbedenken im Zusammenhang eben mit dem CBI-Programm da in Vanuatu. Und das war schon eine wichtige Lehre für die Karibikländer auch, weil man hat gesehen, wie schnell das gehen kann. Und Vanuatu hat ja schon Reformen durchgeführt in ihrem CBI-Programm, aber es hat eben der EU nicht gereicht. Knallhart wurde das durchgezogen und ging dann verhältnismäßig schnell, dass eben der EU-Zugang, der Schengen-Zugang entzogen worden ist. Das ETIAS, was jetzt 2026 umgesetzt wird, das ist eben nochmal eine zusätzliche digitale Falle, die dort auch noch auf uns zukommt. Das wäre jetzt nochmal ein anderes Thema. Also das European Travel Information and Authorization System, das wird ja Ende 2026 verpflichtend. Das macht die Karibikpässe auch nochmal, wenn du also denkst, ich kann ja damit in den Schengen-Raum einreisen, nicht sehr unattraktiv, weil es ist ein sogenanntes Pre-Screening-System für visafreie Reisen in die Europäische Union. Wenn du jetzt denkst, du kannst also mit deinem Karibikpass, deswegen hast du doppelt so viel Geld ausgegeben wie zum Beispiel für Sierra Leone Pass, Vanuatu Pass, Nauru Pass oder Sao Tome und Principe Pass. Ich kann ja mit dem Pass in die EU einreisen. Da wird es eben für dich in Zukunft so sein, dass du, bevor du visafrei sozusagen einreisen kannst in die Europäische Union, dich erstmal registrieren musst online. 20 € kostet das dann und dir eben diese visafreie Einreise vorher genehmigen lassen musst. Das kann ein paar Minuten dauern, bis du da eine Genehmigung hast. Das kann aber auch bis zu 30 Tage dauern. Und
du hast trotz Genehmigung dann eigentlich auch keine Garantie für die Einreise. Dessen muss man sich bewusst sein. Also das ETIAS-System, das macht ja einen Datenabgleich mit dem Schengen-Informationssystem, sogenannten SIS, Verhandlungsdatenbanken, mit Europol-Datenbanken, mit Interpol-Datenbanken und mit der Eurodac-Datenbank, der sogenannten Asylantragsteller-Datenbank. Da wird also alles da zusammengeführt in 'n Datenpool. Zusätzlich gibt's ja noch das EES, das Exit Entry System, was da eingeführt worden ist. Du hast ja vielleicht überall jetzt gesehen, dass da an den Schengen-Außengrenzen diese Kamerasysteme installiert worden sind, nicht mehr nur Fingerabdrücke, sondern eben 'n Gesicht gescannt wird oder, fotografiert wird. Und also, da kommt einiges auf uns zu, was eben die Privatsphäre beim Reisen in den Schengen-Zugang hinein, egal welchen Pass du zukünftig da benutzen würdest, unattraktiv macht, ne, oder halt einfach kritisch beleuchtet werden muss. Man kann schon sagen, dass Karibik-Passinhaber eben von der Europäischen Union ganz schön diskriminiert werden. Also, das sehen viele so. Man hat eine Umfrage gemacht und, 33% ja, in den Umfragen, von EMI, die sind da zu dem Ergebnis gekommen, dass das wirklich eine Diskriminierung von Karibik-Passinhabern ist. Es ist ein Ende der spontanen Reisefreiheit mit Karibikpässen. Also, eine spontane Reise mit dem Pass mal von irgendwoher, ich fliege mal nach Paris, nach Zürich, wie auch immer, ist nicht mehr möglich, weil du eben den Online-Antrag stellen musst. Du musst Geld bezahlen, hast keine Garantie, musst vielleicht bis 30 Tage warten. Also, dafür so viel Geld für 'n Karibikpass auszugeben, können wir nicht mehr jedem Kunden raten, ne, jedem Mandanten raten. Es gibt immer noch Gründe für den Karibikpass, und wie gesagt, jeden Monat, bearbeiten wir auch noch Anträge für das ein oder andere Karibikland, aber es ist stark zurückgegangen und der Fokus geht mittlerweile auf andere, viel interessantere, viel preiswertere Pässe, weil wenn du jetzt von Pass, wie zum Beispiel im Fall von Sierra Leone, den bekommst du ja ab 75.000 € kannst du den Sierra Leone-Pass bekommen, hast du noch ein Riesenbudget, diesen Pass jetzt zu veredeln. Das heißt, der Pass soll dir ja helfen, einem oder mehreren anderer Länder dann sozusagen inkognito oder in Privatsphäre zu leben, vielleicht Bankkonten zu eröffnen, Firmen zu gründen. Beim Sierra Leone Pass kann man ja auch den Namen relativ einfach noch anpassen. Aber du hast eben noch eine ganze Menge Budget übrig, den Pass jetzt zu veredeln, indem du einfach sagst: „Ich nehme jetzt den Pass, er hat jetzt mich nur 75.000 € gekostet und jetzt ergänze ich den Pass eben noch mit Golden Visa von anderen Ländern“, ne? Du hättest zum Beispiel sogar noch 'n Budget in einem anderen schönen Land, in dem du wirklich wohnen möchtest, dir dort eine Immobilie zu kaufen und darüber 'n Golden Visum zu besorgen und dieses goldene Visum jetzt eben nicht in den deutschen Pass oder 'n anderen EU-Pass, was auch immer du für 'n Pass hast, sondern eben in den Sierra Leone Pass zu ergänzen. Und dann hast du wirklich, 'n super Plan B. Ein sehr gutes Konzept, weil du hast einen preiswerten einen Pass, auf den weder die USA noch die Europäische Union so fokussiert ist und sagt: „Ah, das ist so ein Investmentpass, den man sich da kaufen kann.“ Das ist aus meiner Sicht halt ein mögliches besseres Konzept. Aber da gibt's andere Videos dazu, in denen wir da viel mehr ins Detail gehen. Jetzt noch mal zum Thema Karibikpässe und CRS. Also, aus meiner Sicht auch eine große Datenfalle, was da auf CBI-Staaten, also diese Karibikstaaten, die diese CBI-Programme haben, zukommt. Weil alle Karibikstaaten nehmen ja erst mal voll am CRS teil. Da gibt's keine Frage. Sie tauschen also Informationen automatisch aus mit über 100 Jurisdiktionen. Und, das ist also Antigua Barbuda seit 2018, genauso auch Grenada und St. Kitts Nevis und St. Lucia seit 2018 alle und Dominica seit 2020 machen die da auch mit. Ja, das Problem ist einfach, deswegen jetzt natürlich wieder fokussiert auf diese Länder geguckt wird, weil sie sind ja Teilnehmer vom CRS und die OECD, die benennt jetzt deswegen gerade diese Länder als High-Risk-Schem-Staaten, ne? Also, das muss man einfach noch mit berücksichtigen. Das heißt, man ist doppelt im Fokus. Also sowohl von der Europäischen Union als eben auch von allen OECD-Ländern. Und das führt leider dazu, dass wenn du 'n Karibikpass hast und denkst: „Ich kann jetzt damit vereinfacht mir irgendwo in anderen Ländern 'n Bankkonto eröffnen“, wird das eben immer schwieriger. Also, es gibt immer mehr Banken, du kannst es selber mal probieren. Also, wir können ja mal 'n Link einblenden, Lloyd zum Beispiel, da gibt's dann so 'ne sagst: „Ich will 'n internationales Konto aufmachen“ und dann gehst du in die Länderliste und dann kannst du mal alle Karibikstaaten durchklicken, ob du da 'n Bankkonto eröffnen könntest und da wirst du überall sofort angezeigt bekommen: machen wir nicht“, ne? Es gibt ja so 'n paar Banken, da kannst du das relativ gut durchspielen, wirst immer wieder sehen:
funktioniert nicht. Und selbst wenn du an die Filiale gehst oder nach Zürich fährst, willst du ein Bankkonto eröffnen. Das war bis vor einiger Zeit noch möglich, mit dem Karibikpass ein Bankkonto zu eröffnen. Aber immer mehr Kunden berichten davon, dass sie von ihren Banken aufgefordert werden, jetzt ihren Karibikpass zu ersetzen durch ihren echten Pass sozusagen, sagt dann der Banksachbearbeiter. Das heißt, wir müssen das KYC-Verfahren nochmal neu machen, müssen jetzt dort ihren anderen Hauptpass hinterlegen. Und zwar einfach deswegen, weil eben die OECD die Karibikstaaten als High Risk, potenzielles Risiko für die CRS-Integrität sieht. So ist das. Ja, und man muss halt damit rechnen, aber das betrifft jetzt natürlich auch andere Pässe, dass man, also wird auch dich betreffen, wenn du vielleicht mit einem Vanuatu-Pass oder einem Nauru-Pass, Sao Tome oder Sierra Leone-Pass ein Konto eröffnen willst, dass du dann ein bisschen mehr überprüft wirst oder ein ganzes Stück mehr überprüft wirst, als wenn du das mit einem EU-Pass machen würdest. Und das kann dazu führen, dass die ersten Transaktionen nochmal besonders gemonitort werden, also an wen überweist du und so weiter und so fort. Und es kann auch eine potenzielle Kontoeröffnungsverweigerung eben haben, selbst wenn du einen Wohnsitz jetzt in der EU noch hättest. Das ist einfach so, damit muss man rechnen. Dafür übrigens gibt's ab April, also startet eigentlich Ende März, eine neue Masterclass, die wir anbieten, weil viele unserer Mandanten immer wieder fragen, also wenn ich jetzt einen Zweitpass habe, wie bewege ich jetzt mich damit, wie reise ich damit und wo kann ich ein Konto eröffnen, welche goldenen Visa kann ich ergänzen, an der Grenze, welchen zeige ich am Check-in-Schalter, welchen Pass, welchen an der Grenzkontrolle und so weiter und so fort. Da gibt's Fragen über Fragen und wir konzipieren eine neue Masterclass mit 2 Videolektionen pro Monat, aber auch einem Live-Treffen pro Monat. Also jeden Monat eine Live-Session, bei der sich alle unsere Mandanten mal so live in einem Klassenraum sozusagen in Zoom treffen können. Und dann kann man sich austauschen, Fragen stellen. Wir nehmen das alles auf, was für neue Fragen kommen, versuchen die dann immer bis zum nächsten Monat zu recherchieren, zu beantworten. Was wir wissen, geben wir sofort weiter. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Werkzeug auch, um den Plan B dann sinnvoll umzusetzen und eben nicht nur ein Werkzeug zu haben, sondern mit dem Werkzeug des Zweitpasses ja auch was Sinnvolles machen. Ja, warum jetzt St. Vincent? Aus meiner Sicht, wenn es denn kommt, es sieht jetzt nicht schlecht aus, dass es kommt, weil, sagen wir, politisch ist es eigentlich durch. Jetzt muss man es umsetzen. Das haben aber andere Länder gezeigt. Viele sind an der Umsetzung gescheitert oder das holpert und stolpert dann auch manchmal am Anfang bei der Umsetzung, muss man einfach sehen. Es gibt ja auch es gibt noch keine Antragsformulare, es gibt noch keine konkreten Preise. Es steht noch nicht genau fest bei St. Vincent, wenn es denn kommt, welche Familienangehörigen zu welchen Preisen mit integriert werden können. Aber nehmen wir mal ans Game. Aus meiner Sicht, auch wenn St. Vincent sagt, wir werden einiges anders machen als die anderen Karibikstaaten, weil die wollen natürlich weder in Ungnade bei den USA fallen, noch wollen sie ihren Schengen-Zugang verlieren. Die EU hat ja jetzt gesagt, es könnte sofort zu einer Suspendierung führen, neu jetzt, ne? Nur weil ein Land sagt, wir haben so ein Programm. Also St. Vincent sagt, wir machen das alles anders, wir machen das alles besser. Aber aus meiner Sicht gibt's halt 2 Möglichkeiten. Entweder machen sie nicht wirklich was besser, und riskieren halt genauso die Einschränkung des Schengenzugangs. Oder sie machen wirklich einiges besser, richtig besser, sodass die EU glücklich und zufrieden ist, aber dann ist es kein attraktiver Plan mehr für deinen Plan B oder für deine Privatsphäre. Das muss man halt einfach so sehen. Also, wie gesagt, fest steht, die EU will eigentlich, die Pässe dürfen nicht unter 200.000 US-Dollar kosten. Da kommen dann meistens noch Bearbeitungsgebühren dazu. Also kannst davon ausgehen, St. Vincent würde mindestens 230.000 US-Dollar aus meiner Sicht dann de facto kosten für einen Antragsteller. Die Frage ist, wer ist noch drin? St. Vincent wird von Anfang an biometrische Erfassung verlangen. St. Vincent wird eine Residenzpflicht einführen. Das machen ja übrigens alle Karibikstaaten jetzt. Das heißt auf Druck der EU, weil die sagt ja, du brauchst einen Link zu dem Land, du darfst nicht einfach nur den Passport haben. Und da gibt's also schon dramatische Überlegungen, so hinter vorgehaltener Hand, wie man so sagt. Also es könnte sein, dass du jedes Jahr 30 Tage da sein muss. Also momentan sagen die Karibikstaaten, wir werden wahrscheinlich 30 Tage innerhalb von 5 Jahren einführen. Aber wenn St. Vincent jetzt sich unterscheiden will, es ist sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht, wenn sie den Schengen-Zugang nicht verlieren wollen, dass sie dann wesentlich höhere Anwesenheitspflicht durchsetzen werden. Und es passiert dann eigentlich
nicht wirklich ganz schlimm ist, ne? Also, deine Investition ist jetzt nicht weg, wenn du nie anwesend wärst in dem Land. Dir wird lediglich, das sind also die Sanktionsmaßnahmen, die man da jetzt momentan durchdenkt, wenn ein Antragsteller sozusagen den Pass bekommt und dann nicht anwesend ist, dann wird man ihm einfach, wenn der Pass abgelaufen ist, den Pass nicht mehr verlängern. Das wäre jetzt eine Sanktionsmaßnahme. Die EU will von den Karibikstaaten, dass die Pässe annullieren und wieder zurücknehmen. Also, das ist eigentlich, was die EU will, dass man bei Nichtkonformität mit auch künftig kommenden Anforderungen der Europäischen Union, dass die Karibikstaaten dann dir sozusagen den Pass abschalten wollen. Und St. Vincent hat also unter anderem schon gesagt, was sie besser machen wollen, ist eben, dass sie ihre Antragsteller, also nicht jemand, der da geboren ist, sondern jemand jetzt wie du, der einen Zweitpass durch Investition, sprich Spende, sich besorgt, dass die eigentlich dann ihr Leben lang permanent gemonitort werden, also immer überwacht und kontrolliert werden. Das betrifft jetzt aber auch wieder alle Karibikstaaten natürlich, dass die EU diese unter Druck setzt, eigentlich deine persönlichen Daten, die du dahin geliefert hast, vielleicht auch deine Kontostände, deine finanzielle Liquidität oder was auch immer du da an Unterlagen abgibst, also könnte künftig von den Karibikstaaten einfach durchgeleitet werden. Das ist eine Sache, die die EU gerne hätte, wenn du EU-Bürger zumindest auch gleichzeitig bist. Also aus meiner Sicht jetzt die strategisch bessere Alternative ist, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen, es gibt einige, aber aus meiner Sicht der schnellste und günstigste Pass jetzt im Vergleich zur Karibik, mit dem man was machen kann, ist aus meiner Sicht eben Sierra Leone. Den habe ich auch selbst, den Pass. Eigentlich 140.000 US-Dollar, roundabout 125.000 Euro für den Hauptantragsteller, aber es gibt momentan 'ne Möglichkeit, da könntest du dich bewerben dafür bei uns und könntest den Pass schon für 85.000 US-Dollar, also ungefähr 75.000 Euro bekommen als Einzelantragsteller. Je nachdem kann man sehr, sehr großzügig weitere Personen mit integrieren. Also, das kennen wir in keinem einzigen anderen Programm. Also, du kannst Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Oma, Opa, Neffe, Nichte und sogar, und das ist was ganz, ganz Besonderes, sogar 'n Freund oder 'n Freund deines Sohnes oder 'n Freund deiner Tochter nehmen. Du kannst auch 'n Lebenspartner mitnehmen. Das können wir auch durch 'ne Petition beantragen, mit dem du nicht offiziell verheiratet bist. Auch das ist 'ne Möglichkeit. Du kannst sogar, wenn du so 'ne Patchwork-Familie, wenn man sozusagen 'ne erste und 'ne zweite 'n ersten und zweiten Ehepartner hat, könnte man sogar beide mitnehmen. Das ist auch manchmal wichtig, weil man dann vielleicht dann Kinder alle mit unterbringen will. Also, wir kennen momentan kein so großzügiges Programm. Das ist relativ schnell und du hast keine OECD-Überwachung als High-Risk-Land. Du hast keine Androhung 'ner EU, weil das Land hat ja gar keinen Schengen-Zugang. Du hast also auch keinen Schengen, hast, wie gesagt, Reisefreiheit ist relativ eingeschränkt bei dem Pass, aber du hast in 15 ECOWAS-Ländern, das sind also 'n extrem interessanten westafrikanischen Wirtschaftsraum, in dem auch die BRICS-Länder immens investieren, Rieseninvestitionsprojekte momentan da laufen. Da hast du Niederlassungsfreiheit wie im Schengen-Raum. Also, wenn du wirklich mal 'n Plan B brauchst und niemand weiß, wie in 5, 6, 7, 8 Jahren die Welt aussieht, dann hast du halt einen Pass und kannst dich mit dem in 15 Ländern, hast im Prinzip 15, kann man sagen, fast so was wie goldene Visas mit im Paket. Also, einen Pass und Niederlassungsfreiheit in 15 Ländern, kannst in 15 Ländern Bankkonten eröffnen, in 15 Ländern Firmen gründen, Grundstücke kaufen wie 'n Einheimischer. Das ist was Besonderes, aber ohnehin würde man den Pass ja dann, der keine gute Reisefreiheit hat, den würde man dann einfach mit 1, 2, 3 sehr, sehr schönen Ländern, die dir heute schon gefallen, eben mit deren Aufenthaltstiteln einfach ergänzen. Also, da kann man auch europäische Länder dazu nehmen, nicht EU, wie Serbien oder Georgien. Man könnte Panama dazu nehmen, man könnte Paraguay in den Sierra Leone Pass hinein ergänzen oder Mexiko oder die Philippinen oder was auch immer. Und dann wird eigentlich 'n richtig schönes Gesamtpaket draus. Das ist interessant aus unserer Sicht. Und was aus meiner Sicht, wie gesagt, ich mache ja jede Woche viele, viele so Gespräche mit Mandanten, die auch schon Zweitpässe haben, jetzt 'n Drittpass vielleicht sich besorgen oder generell sich eben für das Thema
interessieren. Aus meiner Sicht, was ganz, ganz Besonderes ist eben Folgendes. Und zwar hast du den Vanuatu-Pass beispielsweise oder auch einen Karibik-Pass, musst du dir halt die Frage stellen, automatisch immer stellen lassen, das ist ein gekaufter Pass. Bist du ein Aluhutträger? Bist du ein Schwurbler oder sowas? Weil du hast halt diesen Pass. Ne? Das heißt, Vanuatu, eins der gefährlichsten Länder beispielsweise. Ich glaube, 9 aktive Vulkane ringsrum, Tsunami, Taifungefahr, alles Mögliche. Also wer investiert in so ein Land, was so ein absolut von allen Naturkatastrophen möglicherweise heimgesuchtes Land sein könnte. Mit dem afrikanischen Pass sieht das eben ganz anders aus. Du bekommst ja eine Geschichte dazu. Du bekommst ja zum Sierra Leone Pass eine vorgegründete Firma. Du bekommst ein Firmenbankkonto, alles im Preis mit drin und du hast eine Geschichte. Du kannst sagen, also ich habe den Pass in Sierra Leone, weil ich bin Investor in Afrika. Ich glaube an den Wirtschaftsstandort. Ich überlege, dort zu investieren. Ich habe auch eine Firma gegründet. Das heißt, du hast einen Pass mit einer kompletten Background-Geschichte und vielleicht kommst du mal mit uns mit. Wir fahren einmal im Jahr nach Sierra Leone. Hat eine ganz, ganz tolle VIP-Reise jetzt erst vor kurzem und die Mandanten von uns, die mitfahren, waren echt begeistert, haben dort Leute aus Politik und Wirtschaft kennengelernt und sehen das Land zu einem ganz anderen Blick. Und der eine oder andere hat sogar Ideen, da was zu machen. Was Kleines. Man kann also mit relativ wenigen, einem kleinen Investment auch was bewegen in so einem Land, seinen Fußabdruck hinterlassen. Und damit kommt, sagen wir mal, das Thema Zweitpass und eine ganz andere Background-Story, ganz anderen Hebel natürlich. Und wie gesagt, die ECOWAS-Wirtschaftsdaten, also wo jetzt der Sierra Leone-Pass herkommt, das ist also eine Region, die hat 525 Tonnen Gold. Also auch wenn man ein bisschen an die Zukunftssicherheit denkt, also die ECOWAS-Region hat 52,3% des Goldes von Afrika. Ist eine Region mit Wirtschaftswachstum, also nicht Schrumpfung, wie das bei uns in der Europäischen Union ja eher ist, also 6-8% jährliches Wirtschaftswachstum, obwohl natürlich in einigen Ecken es noch ganz schön kriselt und auch ein bisschen Armut auch sichtbar ist natürlich, da gibt's keine Frage. Und ein zweiter Pass auch, den ich nicht schlecht finde, jetzt nicht für jeden, aber Sao Tome und Principe ist wieder eine Insel. Ich bin immer nicht so ein Fan von Inselpässen wegen der Reisefreiheit. Ich mag immer was, wo man im allerschlimmsten Fall auch mit dem Auto hin kann. Aber ansonsten sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis der Sao Tome und Principe Pass, sehr hohe Bearbeitungskosten leider. Die Spende ist 95.000 US-Dollar für eine komplette Familie, aber es ist sehr, sehr hohe Bearbeitungskosten. Portugiesischsprachig. Mir gefällt bei Sierra Leone alles englischsprachig. Das heißt, du kannst also dich durch die Webseiten bei Banken oder Regierung bewegen. Du wirst alles lesen, alles verstehen können. Sao Tome und Principe aus meiner Sicht einer der 2 besten Pässe auch. Leider portugiesisch und eine Insel. Noch nicht auf dem EU-US-Radar, aber der Name taucht in OECD-Papieren auf, ne, immer wieder. Das heißt, es könnte sein, dass da mal was in Richtung CRS demnächst kommt, muss man einfach beobachten und sehen. Ja, also kommen wir mal zum Schluss. Aus meiner Sicht zeigt die Recherche eben, Karibikpässe haben 7 Hauptprobleme, die sich demnächst noch verschärfen, weshalb wir momentan nicht automatisch allen Kunden diese Pässe mehr vorstellen. Ne? Wenn du danach fragst, bekommst du eine gute professionelle Beratung bei uns und dem einen oder anderen empfehlen wir es auch, wenn was dafür spricht. Aber die 7 Hauptprobleme nochmal zusammengefasst. Erstens, die Norwegen-Vorfälle sind bedenklich aus meiner Sicht. Ne? Also die formale Visafreiheit für die Karibikpässe bedeutet keine garantierte Einreise. Dann Druck von der EU, der nächste Grund. Die EU will eigentlich die komplette Abschaffung dieser Programme in der Karibik. CRS-Compliance, also finanzielle Privatsphäre, existiert quasi nicht mit dem Pass, wobei man natürlich sagen muss, CRS hängt nie nur an der Staatsbürgerschaft, sondern immer natürlich auch mit an deinem Wohnsitz. Ne? Aber der Pass selber ist halt, das war die letzte Instanz, die dann vielleicht entscheidet, ob du ins CRS fällst bei unklaren Wohnsitzverhältnissen. Aber letztendlich, wie gesagt, nicht die erste Wahl. Dann ETIAS wird eingeführt, zusätzliche Hürde mit Diskriminierungspotenzial aus meiner Sicht. Also du musst Geld bezahlen, 20 Euro, du musst dich vorher anmelden, vielleicht 30 Tage warten, ob du einreisen kannst mit dem Pass. Also wenn du denkst, mit dem Pass kann ich die EU besuchen in Zukunft. Wenn du deswegen doppelt so viel Geld ausgeben willst, ich würde es nicht unbedingt machen. Keine gute Reputation mehr, weil er einfach verschrien ist als ein goldener Passport, den man kauft. Also jeder, der so sagt, ich habe St. Kitts, okay, gekaufter Passport. Das ist nicht bei allen Pässen automatisch so, die man bekommen kann. Datenaustausch mit der EU kann halt künftig umfassender werden. Das ist ebenfalls noch aus meiner Sicht ein Negativpunkt. Das heißt, die Offenlegung aller CBI-Passinhaber, das ist das, was gefordert wird von der EU. Wir haben den Vanuatu-Präzedenzfall.
Also Compliance garantiert keine Beibehaltung der Visafreiheit. Vanuatu hat schnell Compliance versucht herzustellen und hat trotzdem den Schengen-Zugang verloren. St. Vincent aus meiner Sicht wird entweder das strukturelle Problem nicht lösen, weil es ein ähnliches Modell mit einer kleinen Anpassung verwendet, oder wird völlig unattraktiv, weil es zum Beispiel eine jährliche Anwesenheit verpflichtend macht und dich eben lebenslang monitort. Ja, was bist du in einem Jahr von Mensch, in 2 Jahren von Mensch, erfüllst du dann immer noch die Anforderungen? Hm, Aus meiner Sicht, wir warten mal ab, ne, aber aus meiner Sicht kein Hoffnungsbringer. In unserer Masterclass, wie gesagt, Staatsbürgerschaft und Golden Visum, da kann ich dich ermuntern, melde dich mal an. Den Link, den schreiben wir mit in die Kommentare. Man kann sich also ab nächste Woche da schon vorregistrieren. Da lernst du, wie du Zweitpässe strategisch richtig einsetzt, mit Programmen, die diese Probleme nicht haben. Wir analysieren in der Masterclass alle verfügbaren Programme. Du bekommst übrigens auch Zugang zu ein paar tollen Seiten, wir blenden das hier mal mit ein, bei denen du eigentlich immer alle Daten zu allen aktuellen Zweitpassprogrammen selber recherchieren kannst, selber ausrechnen kannst. Was würde mich der ein oder andere Pass wirklich kosten und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz, ganz tolles Material, was im Rahmen der Masterclass noch entsteht, was du so normal nicht auf unserer Webseite erreichen kannst. Ne? Wenn du es nicht erwarten kannst, buch gern ein persönliches Beratungsgespräch. Und wenn du dich innerhalb von 2 Monaten übrigens dann von Programm entscheidest, dann erstatten wir dir die Beratungskosten. Also würdest du jetzt zum Beispiel nächste Woche ein Beratungsgespräch bei mir buchen zum Thema, mal so ein Rundumschlag um alle Zweitpassprogramme. Und da würdest du dann von 2 Monaten irgendeins davon bei uns starten, dann kriegst du diese Beratungsstunde wieder gut geschrieben. Afrika-Alternativen sind noch verfügbar, bevor die auf das EU- und USA-Radar geraten. Also ich sehe da kein großes Risiko, aber könnte natürlich letztendlich mal bei allen Passprogrammen passieren. Und denk bitte an Folgendes: Der beste Pass ist nicht der mit dem besten Marketing oder dem besten Ruf, sondern der beste Pass ist der, der in 5 Jahren noch funktioniert. Ich freue mich drauf, dich persönlich kennenzulernen, wo auch immer, im Workshop, jetzt bald in Sansibar übrigens, bin ich immer am meisten begeistert, jemanden in dieser schönen Atmosphäre dort mal kennenzulernen, auch wenn Sansibar vielleicht momentan nicht für dich als Plan B-Ort im Radar ist, aber es gibt momentan keinen schöneren Ort für unsere Workshop-Programme. Ja, der 3 Tage Workshop, da sind also die besten Freundschaften entstanden, auch unter unseren Mandanten. Es ist ein ganz, ganz toller Ort. Ansonsten Georgien und Serbien sind wir in den nächsten Monaten. Das sind so schöne Möglichkeiten, wo man am Rand auch mal ein Beratungsgespräch machen kann. Wenn es jetzt nicht allzu lange dauert, kostet es auch kein zusätzliches Geld zum Workshop. Das ist eine tolle Sache. Vorbereitung sind unsere E-Books, die du dir herunterladen kannst. Link blenden wir mit ein. Und ansonsten kann ich nur sagen, bleib fröhlich, bleib mutig und denk an den Wert der kleinen Schritte. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.